Schmutz ist eigentlich aus einem Workflow entstanden. Wir hatten die ersten Ideen zu einem Pack und ich habe dann von meinem Material schon mal so ein bisschen was gesammelt und ich musste einen Ordner erstellen und dann war für mich, ja, nehme ich jetzt Dirt Loops, dann hätte ich aber auf meiner Festplatte wieder Probleme bekommen, weil diesen Namen benutze ich schon so oft und dann war einfach, ich nehme es auf Deutsch, ich nehme Schmutz. Und dann war es auch irgendwie schon so der Impuls, irgendwie der Pack könnte so heißen. Ich war am Anfang nicht so überzeugt. Dann meinte Björn vom Sein, lass uns den nehmen. Ja, mit dem Namen Schmutz, für mich drückt der Name einfach so eine gewisse, auf der einen Seite eine gewisse Ironie aus, weil wir wirklich teures Equipment verwendet haben und auch zum Beispiel diese Parallelkompression, von der ich gesprochen habe, das ist ein 1176 Nachbau, Urei. Das Pult, die Wandler, da ist schon hochwertiges Equipment zum Einsatz gekommen. Und wir haben das eigentlich ja, nicht kaputt gemacht. Also wir haben dem einen ganz anderen Charakter verliehen. Und ja, das fand ich ist so ein bisschen schön selbstironisch. Und dann gefällt mir auch, dass es eben ein deutscher Name ist, weil auch die Geschichte vom Techno eigentlich in Deutschland beginnt, auch vom härteren Techno. Und ja, da passt es einfach. So was Schönes, Dreckiges, Schmutziges. Es ist alles nutzbar. Man kann, es ist schon genrespezifisch, der Pack, aber es ist nicht zu brutal. Die beiden Bereiche, die wir bedienen und in denen wir im Prinzip Profis sind, die einfach zusammenzubringen. Die Recording-Tätigkeit von Tobi, hat er einfach sehr viel Know-how, was analoges Recording angeht. Tobi weiß genau, welche Wandler gut klingen, welches Mischpult kann man in die Zerre fahren, wie kann man wirklich das Letzte aus gewissen Prozessen beim Recording rausholen. Mikrofontechnik, EQs, Kompressoren, da ist er einfach total der Experte. Und ich bin halt der Sounddesigner in dem Moment und daraus ergibt sich halt eine Mischung, die ist super interessant. Das ist auch super intuitiv, wenn wir miteinander arbeiten. Es ergibt sich einfach ein cooles Potpourri aus dieser technischen Seite. Wie nehmen wir was auf? Was nehmen wir für Equipment dafür? Und dann einfach die Sounds, welche ich generiere, zum Beispiel mit einem Modularsystem, meine Sounddesign-Techniken anwenden, die dann verbinden mit einem analogen Recording, mit den EQs, mit der Abhörsituation allein schon in seinem Studio. Es ist mega interessant, da einfach super krasse Ergebnisse zu erzielen. Das Sample Pack unterscheidet sich für mich in der Form, dass der Ansatz war, dass man diese Files einfach benutzen kann und in sein Projekt ziehen kann, ohne direkt beim ersten Sound zu denken, hey, ich will einen EQ benutzen oder ich will einen Kompressor benutzen oder ich will einen Saturator benutzen. Es ging tatsächlich darum, weil ich das gerade aus dem Hip-Hop-Bereich kenne, es gibt tausende Sample Packs und man zieht die rein und direkt denkt man, ah ja, die Kick geht, aber da machen wir jetzt nochmal plus 30, machen wir plus 80 und dann ist man irgendwann da. Und hier war tatsächlich der Ansatz, etwas zu basteln, was man halt direkt nehmen kann. Ich denke, das ist so, gerade durch die analoge Art, wie wir das gemacht haben, ist das ein großer Unterschied. Bei unserer ersten Session für Schmutz haben wir quasi ein Modularsystem von mir als Effekt-Unit benutzt und haben wirklich sehr hochwertige Instrumente von Tobi genutzt. Er hatte einfach einen großen Pool, weil er einfach viele Instrumente spielt. Auf der Equipmentliste ganz oben steht auf jeden Fall das Mischpult und der Wandler. Das ist ein gemoddetes DDA D-Series 32-Kanal-Pult mit 8 Subgruppen und gewandelt haben wir über ein Antelope Orion 32 Plus. Das war so von der Aufnahmeseite das Herzstück
Und tatsächlich die Instrumente, die zum Einsatz kamen, waren zum einen von Markus, sein verrücktes Modular-Rack, das ich so auch noch nicht gekannt habe, was da für Sounds rauskommen. Und wir haben eine Gibson Black Beauty benutzt, eine E-Gitarre. Wir haben einen Bass benutzt, einen Warwick Rockbass war das, glaube ich. Und wir haben eine Drumcraft Snare, eine Bellbrass Snare benutzt und alles, was hier so rumfliegt, einfach benutzt und praktisch zweckentfremdet. Haben wir halt viel Processing gemacht und im Prinzip auch gejammt. Das war halt total interessant zu sehen, was sich dann da einfach ergeben hat, ne? Das Besondere ist halt, dass wir einmal die Recording-Kette haben, das Mischpult von ihm schon überfahren haben. Daher kommt auch so ein bisschen der Name, weil wir viel Distortion genutzt haben, aber auf eine gewisse Art und Weise, dass es doch noch eine gewisse Ästhetik hat. Und das macht es dann auch interessant, diese Mischung. Wir haben quasi die Soundquelle, also das Mikrofon als Soundquelle benutzt und in mein kleines Modular, in mein FX-Modular reingespeist. Und da hat sich halt einfach nochmal eine völlig neue Klangwelt eröffnet. Ich habe das schon als gerne irgendwie benutzt, aber nie so wirklich mit akustischen Sound Sources. Und da ist man aber auch wieder total frei. Ich habe da viele Effektgeräte drin, nacheinander gekettet, dann auch Stereo aufgenommen. Das habe ich vorher nicht so viel gemacht, weil es für mich dann einfach praktikabel war, in meinem Live-Setup bzw. in meinem Producing-Setup viel Mono aufzunehmen. Und durch das, dass ich dann das einfach auch Stereo gepatcht habe, ist halt viel auch mit Panning passiert. Und die Soundquellen haben dann auch total neuen Input gegeben, viel neue Impulse. Ja, wir haben im Endeffekt die Sachen, die wir recorded haben, sei es eine Snare, die haben wir total zweckentfremdet, haben die übers Mikrofon in das Modularsystem eingespeist und damit ganz vielen Effektketten bearbeitet und die Modulation dann entsprechend auch gemacht. Viel Live-Modulation, wenig mit CV. Und dadurch wurde es halt total organisch. Und wir hatten halt auch dann so einen gewissen Rhythmiken, die quasi Tobi vorgegeben hat, durch wie er es einfach gespielt hat, da er viel Instrumente spielt und auch rhythmisch total versiert ist, haben wir da einfach ein gutes Zusammenspiel gehabt zwischen Soundquelle und Modulation. Und das war dann im Prinzip auch ein Jam, den wir super gut recorden konnten. Ja, also wir haben ja gerade diese Tasse genommen, damit es ein komplett anderer Sound ist, als wenn man einen Bass normal spielt. Wir wollten eben, das ist ein bisschen wie Schauspielern. Wenn ein Schauspieler vor der Kamera steht, dann muss er immer etwas übertreiben, so ein bisschen, dass das ankommt, was er ausdrücken will. Und wenn ich jetzt einen Bass nehme und ich hau da mit einer Tasse drauf, dann kriege ich einmal einen total perkussiven Anschlag. Und der Zerrer, der hinten dran ist, springt ganz anders darauf an. Oder wir haben ja zum Beispiel auch einen Drumstick genommen und ihn zwischen die Saiten geklopft, einfach reingelegt und dann so angezupft. Und dadurch hat sich ein rhythmisches Muster mit dem Stick ergeben. Und das waren alles so Dinge, die sich aus einem intuitiven Jam ergeben haben. Einfach mal gucken, was kann man eigentlich aus dem Instrument rausholen, ohne dass es klingt wie das Instrument selber. Und ja, da haben wir auch mit dem Mikrofon gearbeitet und zum Beispiel die Snare aufgenommen. Ihr würdet diese Snare in dem Pack wahrscheinlich nicht finden oder nicht erraten, aber sie ist drin. Die ist eben noch durch das Modular gelaufen. Das war dann Markus' Seite, wo er eben komplett nochmal durchdrehen konnte. Und wir haben am Ende natürlich, wir haben ja über das Mischpult aufgenommen. Und das Mischpult besitzt Input-Trafos und Output-Trafos. Und je nachdem, wie heiß man das Pult anfährt, kann man damit ein analoges Clipping betreiben und Transienten abschneiden. Oder wenn man den Output-Trafo überfährt, dann bekommt man so eine Art Limitierung oder ein Limiter, nicht Limitierung, eher ein Limiter. Und man kriegt so ein bisschen Tiefmittenschub, so ein Wupp. Und das hat alles geholfen, diesen Bass letztendlich nicht wie einen Rockbass klingen zu lassen, sondern wie ein Drone oder was Abgefahrenes eben.
Nach der Jam-Session haben wir dann die Loops geschnitten, die Drones auseinander zusammengefügt. Und Tobi ist dann tatsächlich auch hingegangen und hat die Kickdrums, welche ich produziert habe, in the box, hat er nochmal übers Pult eingespielt, mit EQs versehen und da nochmal wirklich eine Hausnummer draus gemacht. Auf jeden Fall sehr viel Arbeit. Ich habe am Anfang des Projekts auch nicht gedacht, dass es tatsächlich so viel Arbeit wird, weil der eigentliche Prozess des Aufnehmens, das war, würde ich sagen, ein kompletter Tag. Da waren wir auch ganz schön fertig danach, aber das war eine Jam. Wir haben einfach aufgenommen und einfach nur im Flow Dinge produziert. Und die eigentliche, wirkliche Arbeit, die hat danach angefangen, eben daraus Loops basteln. Und die haben wir dann räumlich getrennt gemacht, der Markus bei sich zu Hause und ich bei mir zu Hause. Wir haben dann einen gemeinsamen Ordner gehabt. Und Markus hat auch noch diese Kickdrums gebastelt. Und sehr viel Arbeit. Also wir haben sehr viel telefoniert, wir sind wirklich ganz tief in die Materie gegangen. Ich habe auch noch mal viel mitgenommen, was auch das Recording angeht, gerade mit dem analogen Pult, wie er dann auch auf die Sachen noch mal eingegangen ist, wirklich explizit mir Feedback gegeben, was kann ich noch machen, wie kann ich das Material anliefern, dass er es einfach wirklich auf dem Pult optimal nutzen kann. Stichwort Pegel, Stichwort Resonanzen. Sind wir wirklich tief in die Materie gegangen und es hat unglaublich viel Zeit gekostet. Aber das Ergebnis spricht im Prinzip für sich. Wir haben Templates schon gebaut, 5 Stück. Und die Produktion von den Templates ging eigentlich relativ einfach von der Hand, da die Sounds an sich schon so homogen sind, dass auf eine gewisse Art und Weise gar nicht mehr viel EQ genutzt werden musste, weil die Sounds einfach schon so super von dieser Vormische quasi gekommen sind. Das ging, glaube ich, eine ganze Woche lang und ich war auch teilweise kurz vorm Verrücktwerden, weil diese Loops sind ja schon, das sind ja meistens 3 oder 5 Sekunden Loops und ich denke, wenn man sich mal mit dem Pack auseinandersetzt und sich jetzt vorstellt, dass ich das tatsächlich 5, 6 Stunden am Tag gemacht habe und wirklich jeden Loop bewertet habe, hey, kann ich hier mit dem EQ noch ein paar Höhen geben oder Bässe oder mache ich noch Parallelkompression, wie heiß fahre ich das Pult an, stimmt der Pegel bei der Aufnahme. Das war schon eine anstrengende, aber trotzdem eine sehr lehrreiche Zeit. Gerade bei den Kickdrums muss man nämlich aufpassen in der analogen Schiene, also nicht einfach nur aufs Pult jagen und denken, es ist geil. Ich habe 2 Stunden Arbeit rein investiert, habe so, wie ich es bei transienten Signalen normalerweise mache, es ziemlich hart überfahren. Und am nächsten Tag habe ich den Markus angerufen und habe gesagt, Markus, diese Kicks nicht verwenden. Ich habe das Pult zu heiß angefahren, die kommen nicht mehr rüber, der Kick ist weg. Dann habe ich das Pult wieder mit weniger Pegel angefahren, den Masterbus weniger überfahren und das war so ein Lernprozess und also es wird beim zweiten Pack schneller gehen, aber dadurch würde ich sagen, sehr, sehr viel Arbeit und ich hoffe, dass man das auch hört. Tobi und ich, wir haben uns kennengelernt 2008 auf der SAE in Köln. Seitdem schon immer irgendwie wieder Kontakt gehabt, ist auch eine gute Freundschaft daraus entstanden. Tobi ist einer meiner engsten Vertrauten, was den Musikbereich angeht, aber auch privat. Also die Zusammenarbeit kam letztendlich durch den Markus zustande, der Impuls kam von ihm. Ursprünglich ist es so, dass ich also wir haben während dem Studium beide zusammen eben viel Musik gehört. Markus hat sich dann entwickelt mit seinem Cortex-Projekt in Richtung Techno. Und da war ich auch viel mit Markus unterwegs auf Techno-Partys. Hell ist anders, Tag X. War immer eine sehr lustige Zeit. Aber nach dem Studium habe ich mich dann mehr in Richtung Audioproduktion entwickelt und da mit ganz vielen härteren Metal-Bands zusammengearbeitet. Und da gibt es tatsächlich eine große Schnittmenge mit Techno, also gerade mit der härteren Art von Techno und deswegen konnte ich dann sehr viel mit Markus' Idee für dieses Sample Pack anfangen und wusste ungefähr, wo die musikalische Reise hingehen kann, weil diesen Vibe, den teilt sich Techno tatsächlich, also der harte Techno teilt sich den Vibe mit dem Metal. Beide
kommen wir mehr oder weniger aus 2 Bereichen. Ich bin viel im Techno unterwegs. Tobi macht viel Projekte als Mixing-Engineer. Er macht viel Recordings. Und da ergibt sich einfach eine sehr interessante Mischung, was zu produzieren. Daraus ist eine Freundschaft geworden, sowohl musikalisch als auch normal, persönliche Freundschaft. Ja. Die sehr wichtig ist und schon seit 2008, wir haben immer stetig Kontakt gehalten und jetzt endlich auch musikalische Zusammenarbeit. Bei der Templates-Erstellung habe ich einfach gemerkt, es fehlt doch noch so ein bisschen was an Percussions, Snares, Hi-Hats und darauf bauen wir einfach auf. Wenn wir jetzt Schmutz 1 haben, haben wir viel Bassgeschichten dabei, Drones. Die wird es auch im zweiten Pack geben, aber definitiv noch mehr was für das Top-End, High-End in einer Produktion. Hi-Hats, Claps, Snares, das ist auf jeden Fall, steht bei uns mit auf dem Plan. Markus und ich sind uns beide einig, dass das jetzt gerade erst der Anfang ist. Schmutz Volume 1 sozusagen und wir wollen noch viel perkussive Sounds aufnehmen. Wir wollen eventuell auch ein Location Recording machen, bei mir im Ramaton-Studio in Mannheim, wo wir zum Beispiel Dinge reampen können im Treppenhaus oder im großen Aufnahmeraum. Dort sind auch verlassene Fabrikgebäude, also es sind schon noch einige Ideen, wie man noch andere Elemente, schmutzige Elemente einbringen kann. Also nicht nur Drones und Bassloops und Kicks, sondern eben auch einfach mal, wir haben über 10, 11, 12 verschiedene Hi-Hats in verschiedenen Größen im Studio und die so zu nehmen, dass sie nicht mehr wie Hi-Hats klingen, aber trotzdem halt als Hats verwendet werden können, das ist sowas, was mir noch vorschwebt und ja, da wird auf jeden Fall noch was kommen.